Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist mal wieder Zeit für Sailor Moon Fakten. Yay! Wir sind schon bei Teil 14. Meine Quellen findet ihr in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Fakt 1. Ihr kennt vielleicht noch die Sailor Moon Fanbücher, die um 2000 rum erschienen sind. Die ersten 5 davon, die sich jeweils um eine der Inner Senshi drehen, sind Übersetzungen der japanischen Fanbücher. Allerdings war die Reihe in Deutschland so beliebt, dass 17 weitere davon produziert wurden. Diese gibt es also nur auf Deutsch. Ist das nicht krass? Fakt 2. Es gibt nur eine Folge im 90er-Anime, in der keine einzige Attacke benutzt wurde. Folge 166, die letzte Episode der 4. Staffel. Das war die, in der eine Helenia Chibiusa von dieser hohen Plattform wirft und Sailor Moon hinterher springt. Fakt Nummer 3. Von 1996 bis 2004 gab es eine amerikanische Fankampagne namens Save Our Sailors oder kurz SOS. Die sind vor allem bekannt für den Pop-Tarts Pro-Code. Es war nämlich so, dass Sailor Moon anfangs in den USA gar nicht so gut lief, weshalb nicht einmal die 2. Staffel komplett synchronisiert wurde. Der Plan von SOS war nun, die Fans dazu aufzurufen, ganz viele Erdbeer-Pop-Tarts von Kellogg's zu kaufen, um das Unternehmen zu überzeugen, als Sponsor die Synchronisation weiterer Folgen zu finanzieren. Und tatsächlich wurden über ein Jahr später neue Episoden gedubbt. Klingt ja erstmal alles ganz toll, aber es gab einige Kontroversen um diese Fanorganisation. Sie haben wohl immer so getan, als hätten sie einen großen Einfluss auf Sailor Moon in den USA, zum Beispiel als wären sie größtenteils für die Weiterführung des Dubs verantwortlich. Eigentlich war aber bereits vor dem Pro-Code vereinbart worden, dass eine Spielzeugfirma die Synchro der restlichen Folgen der Staffel finanzieren würde. Sie haben außerdem teilweise falsche Informationen verbreitet. Am bekanntesten ist wohl Prinz Uranus. Laut diesem Gerücht war Neptun früher mit Prinz Uranus zusammen und er wurde als Haruka wiedergeboren. Das ist natürlich nur der Versuch, eine Ausrede zu finden, warum die beiden ja gar nicht lesbisch sind. Das ist natürlich alles Blödsinn, aber die haben das als Fakt verbreitet. Angeblich sollte Naoko Takeuchi das in einem Interview gesagt haben. Blöderweise hat Naoko wenig später auf einer Convention bestätigt, dass Haruka und Michiro lesbisch sind. Ups. Es gab auch noch weitere kontroverse Punkte rund um SOS, die ich auch ziemlich interessant finde, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Deshalb, wer Interesse hat, kann sich mehr dazu durchlesen. Links in der Videobeschreibung. Jetzt aber zu Fakt 4. Die deutschen Synchronsprecher von Ami und Motoki sind verheiratet. Nämlich sind das Hubertus und Stefanie von Lerchenfeld. Fakt 5. In einem der japanischen Hörspiele fantasieren die Senshi, worum es in ihrer eigenen R-Staffel gehen könnte. Sailor Mars R wäre ein romantisches Liebesdrama mit Rei und Mamoru. Sailor Venus R wäre ein Krimi mit ihr als Detektivin Aphrodite. Sailor Jupiter R wäre ein Kochwettbewerb, der aber aufgezogen ist wie ein Kampfkunstwettbewerb. Tuxedo Mask R wäre eine Superheldenserie. Worauf ich aber hinaus will, ist Sailor Mercury R, eine Art Wissenschaftssendung. Das Interessante daran ist nämlich, dass Ami darin exakt das Thema von Naoko Takeuchis Uni-Abschlussarbeit bespricht. Die hieß nämlich Erhöhte Effekte thrombolytischer Handlungen durch Ultraschall. Das ist doch mal ein cooles Detail. Und Fakt Nummer 6. Sprechen wir über Folge 53 namens Babysitting. Dort kümmern sich Usagi und Mamoru um ein Baby. Diese Episode wurde inspiriert von Toru Furuya, also Tuxedo Masks eigenen Erfahrungen. Dessen Tochter ist nämlich Anfang 92 geboren. Nice! Fakt 7. Wisst ihr, von wem das erste Crystal Opening Moon Pride komponiert wurde? Von Revo oder Rebo, der auch die absolut epischen Openings von Attack on Titan gesungen und komponiert hat. Ich hoffe, ihr findet diesen Fakt so cool wie ich. Fakt Nummer 8. Die erste englische Sailor Moon Synchro ist ja für viel Zensur und viele Änderungen bekannt. Aber wusstet ihr auch, dass Folge 1 ganz anders anfängt als im Original? Man hat nämlich die Vorgeschichte im Silver Millennium einfach mal ganz an den Anfang gepackt, noch bevor sich Usagi überhaupt vorstellt. Wow, da könnte ich mich so aufregen. Denn ja, chronologisch ist das zwar richtig, aber es soll doch ein epischer Moment sein, wenn man nach so vielen Folgen endlich erfährt, wer die Mondprinzessin ist und was da früher passiert ist. Und Fakt 9. Galaxias Attackennamen haben interessante Ursprünge. Da haben wir einmal Galactica Inflation. Inflation in der Kosmologie ist die Theorie der Ausdehnung des Universums. Und dann gibt es noch Galactica Superstring.
Es gibt die Superstring-Theorie, die wohl versucht, die Relativitätstheorie mit Quantenmechanik zu verbinden. Ich hoffe, ich sage hier nichts Falsches, ich kenne mich da gar nicht aus, aber jedenfalls cool, dass sich Naoko bei der Wahl der Attackennamen so viele Gedanken gemacht hat. Fakt Nummer 10. Im Musical Kaguya Shima Densetsu gab es nicht nur komplett neue Feinde, sondern dort hatte King Endymion auch eine Art alter Ego namens Space Knight, also sowas wie seine Kämpferform. Und Bonusfakt dazu, der Schauspieler Yuta Mochizuki hat in Sailor Mew 4 verschiedene Rollen gespielt, von denen alle ein Cape hatten. Nämlich Kunzite, Tuxedo Mask, King Endymion und Graf Dracul, und wenn wir den Space Knight extra zählen, sind es sogar 5. Übrigens, falls ihr noch mehr Sailor Mew Fakten hören wollt, dann könnt ihr mal auf Lenis Kanal Mighty Psi vorbeischauen, denn sie hat jetzt eine Reihe angefangen, in der sie euch coole Sailor Mew Fakten erzählt. In unserem 11. Fakt geht es um den S-Movie bzw. um Himeko. Auch ihr Name ist, wie viele Namen in Sailor Moon, kein Zufall. In dem Film geht es ja um Prinzessin Kaguya, welche eine Figur aus einem sehr bekannten japanischen Märchen ist. Diese trug den vollen Namen Nayotake Kaguya Hime. Und Kakerus Freundin heißt Nayotake Himeko. Sie ist also nach Kaguya benannt. Das könnte auch darauf anspielen, dass sie ja eigentlich Kakerus wahre Prinzessin Kaguya ist und nicht Luna. Und Bonusfakt, im Manga entdeckt Kakeru ja einen Kometen und nennt ihn Princess Snow Kaguya. Und wer hätte es gedacht? Es gibt in der Realität einen Asteroiden namens Kaguya Hime. Außerdem heißt die japanische Mondsonde auch Kaguya. Und kommen wir zu Fakt 12. Zur Live-Action-Serie PGSM gab es auch eine Radiosendung namens DJ Moon, moderiert von den Schauspielerinnen. Diese lief auf mehreren Radiosendern. Die Sendungen beinhalteten unter anderem Dialoge zwischen den Charakteren und auch eine kleine Story. Es wurde später auf 3 CDs veröffentlicht. Fakt 13. Aya Hisakawa, die Sprecherin von Ami, hatte eigentlich zuerst für Usagi vorgesprochen. In einem Interview sagte sie Folgendes: Wisst ihr, ich habe auch für die Rolle vorgesprochen, für Sailor Moon meine ich. Ich wollte es wirklich, der Hauptcharakter sein und alles, aber stattdessen bekam ich Amis Rolle angeboten. Als ich zum ersten Mal als Mercury ins Studio kam, habe ich Kotonos Performance gesehen. Da wusste ich, dass ich keine Chance hatte. Ich konnte fühlen, dass sie die absolut perfekte Usagi war. Wow, sie trifft es auf den Punkt, dachte ich. Aber wisst ihr, deshalb wollte ich eine Ami erschaffen, die Kotono nie sein könnte. Und Bonusfakt zum Thema Casting: Sailor Venus Schauspielerin aus PGSM, Ayaka Komatsu, machte beim Casting ihre Ping-Pong-Fähigkeiten vor, da sie im Singen und Tanzen noch keine Erfahrungen hatte, und sie dachte sich, hey, das kann ich gut, also warum nicht? Und ich meine, es hat funktioniert, sie hat die Rolle bekommen. Und noch ein Bonus-Bonus-Fakt dazu: Auch heute noch hat sie ein Artemis-Plüschi neben ihrem Kissen. Oh. Fakt Nummer 14. In den 90ern wurden mindestens 2 Sailor Moon Spielzeuge vermarktet, die aber weder im Anime noch sonst irgendwo vorkommen. Ich habe zuerst gedacht, die sind aus einem anderen Magical Girl Anime, aber nein, die sind offiziell von Sailor Moon. Nämlich einmal die Heartful Harmony und einmal die Moon Rainbow Orgel oder Music Box. Und die wurden sogar vor ein paar Jahren neu aufgelegt, nämlich einmal in der Miniaturely Tablet-Reihe, aber es gab Heartful Harmony auch noch als Schmuckkästchen und die Moon Rainbow Orgel als richtige Spieluhr. Zeitgleich kam auch noch eine extrem ähnliche Spieluhr namens Moon Miracle Music Box raus. Was es nicht alles gibt, oder? Und bei Fakt 15 sprechen wir ein weiteres Mal über Entwürfe, die uns einen kleinen Einblick darin geben, wie Sailor Moon ursprünglich geplant war. Zunächst mal einen, den ich schon mal gezeigt habe, aber jetzt habe ich eine Übersetzung dazu. Das hier ist vermutlich ein Entwurf für den Sailor V-Anime oder Manga. Die Charaktere haben hier noch ganz andere Namen, bis auf Minako. Wenn ich das richtig verstehe, kann sich nur Minako verwandeln, aber die anderen haben jeweils eine Art Superkraft.
Miyabi Yoruno sieht nicht nur aus wie Rei, sondern hat auch sehr ähnliche Kräfte. Vorausahnungen, Geister austreiben, das Spüren von Monstern. Mamoru Chino geht zumindest in eine ähnliche Richtung wie Makoto. Sie ist super stark, schnell und kann anscheinend Telekinese und Teleportation. Und Sora no Hikarus Fähigkeit ist natürlich Intelligenz. Interessanterweise gibt es im Sailor V Manga wirklich einen Charakter mit diesem Aussehen und diesem Namen, aber sie wirkte charakterlich eher wie Naru statt Ami. Auch der Nerd Amano sieht nicht nur aus wie Umino, sondern kommt ebenfalls im Sailor V Manga vor. Und das 5. Mädchen im Bunde ist Artemis. Zu ihr steht hier nichts, aber ich vermute mal, dass sie bis auf den Namen nichts mit dem Kater zu tun hat. Vielleicht ist es sogar die Göttin Artemis selbst. Das würde mich nicht wundern, denn hier werden viele griechische und römische Götter erwähnt. Ich muss sagen, ich kann mir nicht 100%ig einen Reim draus machen, wie das alles gedacht war, aber jedenfalls sind den Mädchen hier noch ganz andere Götter zugeordnet. Bei Minako ist es Eros, der Gott der Liebe, bei Miyabi ist es Nyx, die Göttin der Nacht, bei Mamoru ist es Gaia, die Göttin der Erde, und bei Hikaru Kaelos, der römische Gott des Himmels. Auch die Namen der Mädchen spielen auf diese Götter an, und ich vermute mal, das ist auch der Grund, warum die Namen später geändert wurden. Und noch 2 interessante Dinge an diesem Entwurf. Die Mädchen sind 15 und Mamoru, also Makoto, ist sogar 17. Außerdem hat Minako, auch wenn sie nicht Sailor V ist, einen Sichelmond auf der Stirn, denn das ist ein Geburtsmal. Und dann habe ich hier noch Bilder aus dem Nakayoshi-Magazin, die quasi als Vorschau abgedruckt wurden, bevor der Sailor Moon Manga dort startete. Was wohl am meisten auffällt ist, dass die Serie hier noch Bishoujo Senshi Sailor V heißt und nicht Sailor Moon. Auf dem Bild ist aber eindeutig Usagi zu sehen und es steht sogar dabei, dass sie Usagi heißt. Sie hat außerdem eine weiße Katze, aber da steht nur mysteriöse Katze, also es muss nicht unbedingt Artemis sein. Man sieht außerdem, dass Sailor Moons Design hier noch etwas anders ist. Und auf dem Bild sehen wir wieder Amano, also den Umino aus Sailor V. Der Schwarzhaarige scheint laut der Beschreibung Mamoru zu sein. Und die schwarzhaarige Frau ist Naoko selbst, also nicht Rei. Ich finde das alles mega interessant und würde nur zu gerne wissen, wie das alles gedacht war. Die Serie hieß halt wirklich noch kurz vor der Veröffentlichung vom Sailor Moon Manga Sailor V. Naja, wir wissen es leider nicht. Aber schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und welche Fakten ihr am interessantesten fandet. Ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt. Danke fürs Zuschauen, ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.